Hallo, auf vielfachen Wunsch schrauben wir heute mal wieder am Passat 35i. Wir zeigen euch, wie man einen Anlasser ausbaut und wieder einbaut. Bei Arbeiten am Anlasser ist es immer wichtig, dass ihr die Batterie abklemmt, sonst gibt es ein Feuerwerk. So. Und den Pol so hinlegen und wieder abdecken, dass auf keinen Fall die Batterie wieder drankommt. Der Anlasser beim 35i sitzt bei diesen Motorversionen zwischen der Getriebeglocke und dem Lüfter. Hier ist der Anlasser. Jetzt müssen wir erstmal alle Kabel am Anlasser wegmachen. Vom Zündschloss ist hier mit so einem Stecker. Das war mal Klemme 50 vom Anlasser. Wir machen auch gleich hier am Getriebe den Stecker weg. Jetzt müssen wir die ganze Kabelhalter hier wegmontieren. Das ist erstmal die Hälfte. Da unten nochmal gesteckt. So, dieses Teil war so rum drin. Das heißt, hier ist hinten und hier sind jeweils die Kabelhalter vorne. Klemme 30 am Anlasser ist hier nochmal durch ein Kabel geschützt. Der Anlasser sitzt hier auf zwei Bolzen oder riesenlangen Schrauben. Die gehen hier durch, aber die enden nicht hier in der Getriebeglocke, sondern gegenüber im vorderen Motorhalter. Deswegen müssen wir den Motor aufhängen, bevor wir die Schrauben hier lösen. Okay, gucken wir. Gut. Noch nicht auf zugehen, wir haben es noch nicht richtig fest. Wir wollen den Motor ja nicht anheben, es genügt vollkommen, wenn die Dinger gerade mal auf Zug stehen. Das Masseband ist hier erst nochmal untergeklemmt. So, und jetzt mit viel Gefühl aufmachen. Die zweite Schraube des Anlassers sitzt hier unten. Die wäre nicht das Problem, aber die obere hängt mit der Motorhalterung zusammen. Okay. Und der Anlasser ist aus dem Fahrzeug. Zum Test des Anlassers haben wir den mal auf jeden Fall zuerst fest in den Schraubstock eingespannt. Der macht nämlich einen ganz schönen Sprung, wenn es losgeht. So, wir haben die Klemme 30, also den Pluspol mit dem dicken Starthilfekabel hier verbunden. Da klemme ich nachher auf die Batterie an. Dann haben wir die Klemme 30 mit Klemme 50 kurz geschlossen, dass der Magnetschalter auch sofort anzieht. Wasser haben wir hier runtergeklemmt, liegt hier dran und direkt auf den Minuspol. Jetzt habt ihr das Problem gesehen, der Anlasser dreht manchmal nicht richtig los. Das heißt, die Kohlen sind wahrscheinlich doch zu weit rüber oder der Anker schon zu weit abgeschliffen. Jetzt reicht's, wir nehmen einen neuen Anlasser. Beim Einbau des neuen Anlassers müssen wir auch diese Hülse wechseln. Die Hülse sitzt hier unten am Anlasserkranz in dem Loch. Um die Hülse abzuziehen, wirke ich nun einen Gewindebohrer rein und ziehe dann mit Gewalt an den Bohrer. So, mit roher Gewalt funktioniert auch das. So, für die Hülse haben wir jetzt ein Werkzeug gemacht, dass wir die gut eintreiben können. Leicht fäden, aber nur leicht. Anständig Fett aufs Ritzel, da hinten auch noch Fett drauf. Und rein mit dem Teil.
So, einfädeln und wenn er steckt, haben wir schon gewonnen. So, wir sichern unsere Konstruktion erstmal mit der oberen Schraube. Und wenn das mit dem Getriebehalter jetzt geklappt hat, muss die auch wieder reingehen. Die untere Schraube kommt wieder an ihren Platz. So, drehen wir die untere rein. Und drehen wir hier nicht weiter. So, 60 Newtonmeter für die Anlasserschrauben. Die untere natürlich auch nochmal. Und 60 für die untere. So, das Masseband des Anlassers kommt wieder auf die hintere auf den hinteren Bolzen. Okay. Die Kabel kommen wieder auf den Anlasser. Das rastet hier ein, das Plastikteil. Hier das blaue Kabel einklipsen. Das ist hier einfach so geklipst. Das große Pluskabel kommt hier drauf. Dann das kleine bei diesem Modell. Dann kommt die Kappe wieder drauf. Und hier das Kondom. Lüfter steckt wieder, da steckt wieder und Klemme 50 steckt auch am Anlasser. Alles im grünen Bereich. Okay. Scheint jetzt alles zu gehen. So, und auch diese Reparatur hat wieder ein Ende. Wir können den Passat wieder mit dem Anlasser anlassen. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.